Digga, oder da sehe ich uns aber drinne. In einer futuristischen 23,5 Millionen Dollar Ozeanseite. Digga, da bin ich sehr gespannt. Boah, Digga! Überleg mal, das Ding kostet nur im Verhältnis zu dem, was wir uns letztes Mal angeguckt haben, 23,5 Millionen Dollar. Uff, Digga, was ist das denn? Oh, Digga, anderes Level. Und wenn ihr jetzt überlegt, das andere Ding, was wir uns letztens angeguckt haben, hat 150 Millionen gekostet. Das meine ich im Verhältnis. Welcome to Crescent House, located at 532 Neptune Avenue. Welcome to Crescent. Wow, das sieht ja cool aus. Das sieht ja richtig cool aus, Alter. Ist ja mal komplett was anderes. Was abgefahren. Crescent House, located at 532 Neptune Avenue in beautiful coastal Encinitas, California. This home is perched on the Pacific on a bluff with 74 feet of ocean frontage. The lot at 0.43 acres is large for bluffront Encinitas. The lot at 0.43 acres is... Das ist natürlich wunderschön. Ich hätte ein bisschen Angst vor Erdbeben und allem drum und dran, weil das ist schon stark an der Klippe. Aber das also sieht wunderschön aus. Large for aber es ist natürlich auch dicht an am Nachbarn, ne? For bluffront Encinitas. The house itself is also immense, 6,329 square feet, with 4 bedrooms, 6 bathrooms, endless indoor and outdoor living with panoramic ocean views, and a pool. Geil. And it's all on the market for $23,500,000. Schnäppchen. Schnäppchen, Digga. So we're now inside the beautiful courtyard and in front of the pool for which the house is named. And we're fortunate today to have Wallace Cunningham, the visionary architectural designer. One of the things I've heard when I've heard you speak about this house is this gate. Can you tell us a little bit about the gate and the design of this courtyard? Absolutely. So from the outside, you see this sweeping crescent stainless steel shape. In plan, you can see the ramps winding up, which also has that same... Mir ist das ein bisschen zu viel Betonoptik im Poolbereich, aber im Großen und Ganzen finde ich das mit dem Aufgang hier und so schon schön. Piece. And then the swimming pool itself is a crescent moon shape around a circular terrace. So this part of the house is all about radiating curves and ramps. So when I start to design, you really analyze the site. Number one is the view. You figure out how you're going to portray it. It's like framing a work of art. And since that's what you're interacting constantly with, the ocean, you want to be able to see as much. Es ist auf jeden Fall sehr schön, das Haus, Digga. Es ist komplett was anderes, was wir bis jetzt gesehen haben. Und der Blick ist atemberaubend. Einmalig. Of it as possible and from the most dramatic angles. So another... Ich verstehe ja auch, warum sie den Pool auf dieser Seite hier gebaut haben und nicht zur Meeresseite. Weil das Highlight soll sein, wenn du zum Meer guckst, dass du das Meer siehst und nicht erst auf den Pool blickst und dann aufs Meer. Another feature, Wally, that is so fascinating when I tour people through this house are the ramps. My feeling was that the house was designed for an older couple, so I wanted it barrier-free. I wanted people, regardless of all ages, to get where they wanted safely and effortlessly, because this building is designed upside down. All of the principal day rooms are above. Boah, Digga. Dieser Panorama mit den tiefen, bodentiefen Fenstern, der Blick aufs Meer ist atemberaubend, Digga. We're upstairs at the top level here, which you call the main living area. And when you were building it, you were envisioning, I would imagine, views. Tell us more about your thoughts for this space. Absolutely. We're standing on a bridge above the breezeway with the largest panorama of the ocean. So you can look up and down. Just an amazing 180-degree view. Boah, das sieht jetzt schon ultra geil aus. Obwohl das Meer relativ dunkel ist durch den bewölkten Himmel. Wir wissen, wie ich meine, stellt euch das doch mal vor, bei komplett klaren Himmel und die Sonne, die aufs Meer scheint und die Helligkeit vom Meer nochmal ist. And you can also overlook the city beyond to the east. Lots of cross ventilation. It's as though the roof just hovered above the structure, supported on the fireplace and the far walls. The room is as big
as the view. Most rooms end at the glass line or a wall or window coverings. This is infinite space. It's just going until you can see no more. So it's almost... Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat, aber ich finde die Feuerstellen wunderbar. Wunderbärchen. alive because the house appears to move and change throughout the entire day. So it's on an east-west exposure, so you're getting this. Rein optisch gesehen, innen drinnen das Haus, muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr schick. Es hat irgendwas sehr Modernes, aber trotzdem auch etwas so vom Wohlfühlfaktor. Jetzt vom Optischen gefällt mir das gut. Also jetzt nicht 1+ mit Sternchen, aber es sieht stilvoll eingerichtet aus, es sieht nicht kalt aus, es sieht gemütlich aus. Und sieht nicht so leer aus, genau richtig, ja. It's very dramatic lighting actually going right through. Und das ist halt einfach geisteskrank, Digga. Das ist geisteskrank, die Optik. Das ist wirklich geisteskrank. Könntest du dir das leisten? Die Stühle, die da unten stehen, die 6 Stück plus Tisch, die kann ich mir noch leisten, Digga. Through the house, under the house. So the furniture reflects the architecture of the space. So this table has an unusual shape to maximize the views out and across to the east. And it's reflected in the ceiling lines. It connects everything. Every piece of furniture, every piece of art is part of the picture space and the design. One of the little hidden gems in this house is this movable wall, and it is the bar area. So when entertaining, this glass panel slides and it camouflages the kitchen, reveals this beautiful bar, and with the mirror here, then you get the effect of the panoramic ocean view from both sides. So no matter which side of the table your guests are sitting at, they have the money shot. Although sometimes it's hard to decide whether to camouflage the kitchen because it is so beautiful. Sehr schöne Küche. Boah. What was your inspiration with these levels? Sehr warme, sehr aufgeräumte und cleane Küche. Ich bin immer noch ein Freund, der anthrazitfarbene, dunkle Küchen lieber mag. Aber die sieht sehr clean aus. And with angling the kitchen sinks like you did. The levels are basically all people aren't the same height, size, reach. And so I wanted to have a cascade of countertops to offer people different possibilities. And people have children, grandchildren, etc. So it opened that up. The sinks, again, are based on the... Viel zu übertrieben. Tobi, stimmt, wir gucken uns hier ein Video an. Eine Villa für 23,5 Millionen Dollar. Aber klar, du hast recht, die Küche sollte nur eine sein mit einem Kühlschrank, einem Ofen. Das war's, Digga. Macht natürlich Sinn in einer 24 Millionen Dollar Villa. The ceiling. So all of the ceilings are Auf dich, mein Süßen. based on a triangle. All of the sinks and this cabinet in particular are going to the point of this roof above and ceiling. And this is actually position alpha, this V. So they're sitting there. And this is one of those infinite views looking as far into the ocean as you can. And then the big panorama once again. So instead of being at some confining little kitchen window, you have the same view as everyone else. So in terms of a Also wirklich schönes Haus. Wie auch kochst du in der Woche selber? 1 bis 2, vielleicht 3-mal koche ich selber im Jahr. appliances in the kitchen, we have a Wolf induction cooktop, a Sub-Zero refrigerator, and then hidden behind these panels are Wolf. Monte sucht sich Inspiration fürs nächste Haus, oder? Nee, aber ich finde diese Videos super, super interessant, weil ich sowieso ein Mensch bin. Es muss jetzt natürlich keine Millionenvilla sein, weißt du, wie ich meine? Aber ich finde es so oder so sehr interessant, einfach zu sehen, wie es bei anderen Menschen zu Hause aussieht. Beziehungsweise ich finde es ultra spannend, einfach Häuser von innen drinnen mir anzugucken. And the microwave. So beyond just its stunning beauty, the kitchen is very practical, functional, and Chat-Gewinnspiel war schon, oder? Nee. Wir gucken das Video kurz zu Ende, dann gehen wir wieder rein in Fall Guys. great for a chef. We're heading into the primary suite, and one of the things that is always interesting about Also,
Das Einzige, was in einer gewissen Art und Weise bodenlos ist der Fernseher an der Seite, den man, vermute ich aber, seitlich rausfahren kann. Warum dieses Bild einer Vagina da an der Wand ist, das weiß ich nicht. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, das ist einer der schönsten Wohnzimmerausblicke, Meeresblicke, die ich bis jetzt gesehen habe, Digga. Stellt euch das einfach so bei der Abenddämmerung, wenn die Sonne untergeht. Es ist wunderschön. Und ich finde den Teppich zum Beispiel auch sehr, also im Gesamtkonzept mag ich das sehr gerne. This room to me, Wally, is the way you curve the wall and that there's no door. It seems like a natural question to ask, why no door, until you look and see the view you would have lost had there been a door. Ja, sie sagt, hätte man hier jetzt eine Tür eingebaut, hätte man halt das Sichtfeld von hier verloren. Dieser Panorama durchgehende Blick, es ist einfach, Bruder, ist es 23,5 Millionen Dollar wert? 23,5 Millionen Dollar wert? Nein, bestimmt nicht. Also, Bruder, ist halt super viel Geld. Aber ich glaube, man kann sagen, solche Ausblicke kann man halt nicht mit Geld aufwiegen. I wanted them to wake up to the most commanding and beautiful view possible. The daylighting is very interesting in this part of the house. Everywhere you walk, you're walking towards the light. You're walking from east to west, and then there's a series of skylights in an adjacent space that pours light over the walls. The walls do not touch the ceiling in the closets, the bathroom, and the bedroom that are within the structure of the house itself. Schon sehr schön. Another nice surprise with this home is that in the primary suite, there are dual primary closets. So that tends to be uncommon this close to the ocean, where space is typically a consideration. This one is... Der Kleiderschrank völlig ausreichend von der Größe, finde ich gemütlich, reicht. Also Kleiderschrank ist ja schon Luxus, wenn du den hast. Und natürlich kann man da auch noch Millionen reinstecken in den Kleiderschrank. Ich finde, der ist genau richtig für das Objekt. Nicht so geil. Oder was willst du? Willst du, dass da ein Schokobohnen in der Mitte steht? Weißt du, was ich meine? It's particularly beautiful as well because, like the rest of the home, it's art. It's got triangles and angles. The walls don't go all the way to the ceiling to let in light. So you see all the sculpture and the beauty, and there are even light panels in the back corner here. So, like so much of the house, more surprises around every corner. Wenn deine Sachen da alle reinpassen? Ja, denk schon. Digga. Wow. Surprises around every corner. Wow, was für ein Badezimmer. Oh mein Gott. Ist das einfach nur für einen Fuß? So we're here in the primary bathroom. So we've got dual sinks, the tub. But Wally, when you Das ist sehr schön. Das ist sehr schön, wie ich finde. You talk about what people look at when they brush their teeth. I imagine that's part of why you opened up this window here. Absolutely. So it's a panorama to the east. The morning sun is coming up. Finde ich atemberaubend. Das durchgezogene Fenster verleiht dem Raum so viel Helligkeit, so eine geile Optik. Beim Zähneputzen kannst du rausgucken, ein bisschen beobachten. Traumbadezimmer. You're brushing your teeth, and that's washing through. Again, the walls don't touch the ceiling, so there's light coming from the west and the south and north as well. So here's a bathroom with 4 directions of light. The tub is part of the actual architecture, so it's easy access for grandchildren or anyone. So you can hold on to the counter, easy steps, lay down this way, and the back is sloped appropriately. And so it makes a beautiful sculpture coming up the steps and the intersections and implies the underlying triangular. Einfach abends beim Zähneputzen die Füße da reinhalten, Digga. Einfach so ein kleiner Teich. Ist keine richtige Badewanne, kann man sich auch reinsetzen. Aber, Digga, das ist... Structures. Aber, ja. Aber die Dusche haben sie gar nicht gezeigt. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Da ist keine Dusche drin. Ja, es gibt 6 Badezimmer, ich weiß, ja. So a showstopper in this house is the stainless steel staircase that you designed. It's a big open sweep, much steeper than the main ramp, but echoing.
Schon sehr schön, finde ich. Hat was. That change of level and ascension. It joins all of the spaces in the Die sieht schon sehr futuristisch, also schon sehr zukunftsmäßig. Sieht sehr schön aus, ja. house levels, and you get this incredible vertical with a screen of metal and glass, which breaks. Was machst du, Kai? Du willst bei Party auf den Schoß, oder was? Ja, komm her. Ja, komm her. Oh, ja, wir gucken hier gerade ein Video. Willst du mitgucken, oder was? Ja? The view to the neighboring house, but allows the light to come through the space. Another convenient and beautiful feature of the home is the lift. Convenient because when you pull. Willst du Fisch, oder was? Ich weiß nicht, ob du Fisch magst. Wollen wir mal gucken, ob du Fisch magst, oder was? Magst du Fisch? Oder nochmal ein neuer Versuch? Ui, lecker. Willst du einfach das ganze Stückchen hier? Ja, nimm. Nimm. Was machst du denn? Warum leckst du? Ja, jetzt hast du es. Ja. Digga, was aktivierst du denn da für den Freestyle-Modus? Zu heiß? Nee. Kein Hoch. Er mag die Panade nicht, doch, mag er. Oh. Pull into the garage, you can come in with your groceries and ride the lift Ja, ein Fahrstuhl im Haus zu haben, ist natürlich was ganz Schönes, ne? up to the kitchen level. The elevator experience is usually confining and disturbing, so I wanted maximum light, beautiful materials, woven stainless steel, and to see through the doors continuously, so you can see the floors go by and the space again is as large visually as possible. As much as this house is about art and architecture, it's Bruder, da auf dem Sofa ein Mittagsschläfchen machen, das ist dieses andere Gute. also about comfortable living. Oder, Chat, da ein Mittagsschläfchen machen? This room is where the television Ja, und da ist der Fernseher und das hat der hat die richtige Größe. Man kann sich hier längs legen mit dem Kopf auf dem Kopfkissen und guckt in die Richtung. Man kann sich hier längs legen in die Richtung. Man kann sich hier hinsetzen, Füße rauf in die Richtung. Das ist die perfekte Chiller-Ecke. is. It's cozy, it's comfortable, it Auf has jeden. the views that we've come to expect from this house, but it does tend to be one of the favorite rooms of the owners. They spend a lot of time lounging Ja, here glaube ich. and find it lovely at night to see the twinkling Auf jeden. lights. It's a perfect Da abends sitzen, so den Skyline-Blick mäßig. Bruder, cozy room schon sehr that schön. really invites you in. Und der Außenbereich ist natürlich, Digga, den muss ich nochmal richtig zeigen, Mann. So we're now in the guest house, which is a detached structure from the main house, totally self-contained. And we're on the east side of the house, and yet I have a big ocean view. How did you make that happen? Basically, we were trying to give everyone the ocean view and not Das ist einfach unfassbar schön. Je öfters, ich muss wirklich sagen, je öfters ich das sehe, desto schöner finde ich es. allow rooms to feel second class. So this is a morning room with direct light and then a southern exposure through these louvered windows. The ramp actually comes through the space and goes outside, so it makes a very sculptural connection to the entire composition. And it's really multi-purpose. Also wunderschönes Gästehaus, Diggi, dafür würde ich auch blasen, sage ich ganz ehrlich, nur um da mal für einen Umsatz zu wohnen. Space. The stainless steel wall acts as a light device to bounce the east light into the space. And it Interessant. also creates Murphy beds for overflow guests. It actually makes a beautiful apartment for an older child Intelligent gelöst, Digga. or a parent or guests that you don't wish to see or have connected to you. And then your guests never want to leave. That is a problem. So the bedroom of the guest house, this is one of my favorite rooms. The object was to create the biggest panorama possible and the largest visual space, and joining the breezeway courtyard. Warum werden Bilder zensiert? Das hat mehrere Gründe. Es können Familienbilder sein, wo Familienmitglieder zu sehen sind. Es kann aber auch etwas teurere Kunst sein, die dort hängt und die nicht zu sehen sein soll, damit niemand Auge macht, auf den Gedanken kommt, es zu klauen. Oder eventuell sind die Besitzer hier auch bekannt und die möchten halt nicht, dass Leute im Internet sehen, was sie an Vermögen zu Hause hängen haben. To the ocean. So you get this amazing 180-degree view of architecture as well.
Also die Feuerstelle ist wirklich wunderschön, well Digga. as the sea and the major fire features. And you're seeing the fire features from the side, so you're seeing the stainless steel fins, so it creates an entirely different vista and feel. Und es kann natürlich auch sexuelle Kunst sein im Sinne von Titten, Mumu. Than the other parts of the house. So you want every room to be special. You don't want it to just simply be a whole series of more of the same. So sculpturally, this creates an extraordinary space and something entirely different than the other rooms. Boah, die Autos, Digga. Here we are right outside of the garage. And in addition to the concrete and the glass, another unusual detail. Ich finde, die Garagen sind perfekt. 2 Stellplätze reicht. Und ich finde, sie sind so richtig perfekt in dem Gebäude eingelassen. Du würdest eigentlich gar nicht erraten, dass dort die Garage drin sind. Finde ich sehr geil. And in addition to the concrete and the glass, another unusual detail of the home is these panels are all titanium. Titanium is a metal that is impervious to the elements, and that's so important living on the ocean. We have a spacious 2-car garage with... Das ist geil, Digga. Die Garage ist wunderschön. Sage ich euch so, wie es ist. Viel Stauraum, ein Bereich, ein Männerbereich, wo du basteln kannst, an den Autos schrauben kannst. Das ist eine Traumgarage, Digga. Eine Traumgarage. Nicht zu groß, 2 Autos, genug Platz, um ein bisschen zu basteln. Digga, traumhafte Garage. Custom cabinetry, and the garage follows the unique angles and architecture of the rest of the house. So even the most utilitarian of spaces here in this home is visually stunning. Ja, der Blick ist halt... Also der Blick ist atemberaubend, ne? Klar, also ich hatte auch Angst wegen Erdrutsch und ähnliches. Also dafür hatte ich auch Angst. Ich kenne mich da in einer Gegend jetzt nicht aus. Weiß nicht, wie sicher das dort ist. Wenn wir den Aspekt mal weglassen, ist das ein absolutes Traumhaus. Vielleicht noch den Aspekt, dass die Nachbarn sehr dicht dran sind. Aber wenn wir die beiden Punkte einfach weglassen, ist es für mich ein absolutes Traumhaus. This magnificent outdoor space is probably the perspective that when I walk in, I feel like I'm on the bow of a ship floating somewhere. And there's so much room here for Digga, das ist wunderschön. entertaining. And I notice as I look around all the different vignettes where some of the outdoor space is covered. Well, the reason for the house being here is... Also Chat, das ist einfach absolut atemberaubend. Of course, this view. Emphasizing that and collecting all of those views and all of the ephemeral aspects of being by the ocean, the sound, the smell, all of that, getting that into the house. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt nicht sehen bzw. riechen können. Die Luft dort, diese Meeresbrise, die du dort in der Nase hast, ist and into your face and making you comfortable on various weather conditions. You can actually live outside, which is the dream of everyone in California. The visual connection to all of the upper spaces flow through that fireplace down through this point with the radiating stainless steel and fire, and then connecting to the ocean terrace fire, and then tons of water, clouds, and atmospheric events make this a whole sense of place that you can... Oh mein Gott, ist das wunderschön, Chat. Can get from nowhere else. As you travel through it, you're traveling through... Also, es ist für mich ein Meisterwerk. Ich übertreibe nicht. Es ist für mich ein architektonisches Meisterwerk. Die Farben, die zusammenspielen, also es ist einfach ein Meisterwerk der Architektur. Through space and time. So there's hints of the world past and hints of a future. Crescent House at 532 Neptune Avenue in coastal Encinitas, California, 6,329 square feet, including 4 bedrooms and 6 bathrooms, with one of those being a standalone guest house. The property has a pool and these incredible panoramic ocean views. It's a modern masterpiece of architecture. It is a piece of art, really. Wunderschön, Digga. Ist gekauft. Habe ich schon in den Warenkorb getan, Kapi. Rating 1 von 10. Ich würde dem Haus eine 8 geben. 8 bis 9.